Heute möchte ich euch zeigen, die Hinterachsfedern vom Steyr Puch 500, 650, 700, die Unterschiede. Anfangen aber mit der 500er 650er Serienfeder. Die hat eine Drahtstärke von 12 mm. Wenn man es anschaut, es hat 10 Windungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serienfeder 270 lang. Ja. Dann gibt es vom Kombi 700, der hat aber 13 mm Drahtstärke. Die sind stärker, ist aber genauso lang wie die vom 500er. Und dann gibt es noch vom TR, der hat 24,5. Das ist Original Werks-TR, die Zeichnung. Ab 1964 hat es das gegeben. Und dann haben wir noch kürzere Federn, die sind 22,5. Und jede Feder hat oben und unten ein Gummi auf Auflage. Und man sollte auch beachten, dass der Gummi vielleicht ein bisschen was einschmieren, dass der auch rauf geht. Es gibt auch, die was dann hängen, die sollen ordentlich aufsitzen, die Gummi. Und das sind bis Baujahr 68, von 57 bis 68, alle, die was dieses Getriebe mit den Schwingen haben, mit Alubremstrommeln, haben die Federn. Es ist eigentlich 500er, 650, alles gleich, nur der Kombi hat statt 12 13 mm und 270, so wie da 270. Das war es eigentlich.